Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radbot und Endless Legends 2. Ja, wir sind im Pre-Release und wir spielen heute als der Necrophage Swarm, die Nekrophagen-Aktion. Wir sind lustige Insektenmenschen und wir fallen über Sayada her. Sayada ist, glaube ich, der Name des neuen Kontinents in Endless Legends 1 und darauf folgende Spiele war es, glaube ich, Aruga. Jetzt ist es Sayada. Ja, was ist Endless Legends 2? Wir spielen ein 4X-Strategiespiel aus dem Hause Amplitude Studios und wer andere Spiele von denen kennt, wie gesagt, Endless Legend 1 überraschenderweise oder Humankind, das seinerzeit der große Civ Gegner war, sage ich mal, Rivale ist, glaube ich, das bessere Wort, der große Civ-Rivale. Das hat nicht gut geklappt, aber Humankind ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Oder Endless Space. Der wird sich hier schnell, ja, dem wird hier alles schnell vertraut vorkommen. Wir lesen einmal, was das Spiel für uns bereithält. Warm, es ist Zeit, unsere lange, dunkle Nacht endet. Feuer am Himmel, Ungeheuer in den Meeren. Cider ist wieder erwacht, mein Schwarm. Unsere Beute ist schwach, in Chaos, in Angst. Lasst uns aus der Tiefe auftauchen und alles verschlingen. Ja, wir sind dieser lustige Haufen Insekten. Und wie das halt so ist in solchen Spielen, man startet mit Erkundung. Wir haben hier so ein paar Larven, aus denen dann später unsere besseren Einheiten werden sozusagen. Wir sind auf so einem X-Grid, nennt man das Ganze, glaube ich. Wir haben hier noch unsere Nekrodrone, eine bessere Einheit. Wir finden hier gewisse Kuriositäten, wie zum Beispiel eine Dustfeuerflasche. Das ist eine Waffe, mit denen wir unseren Helden ausrüsten können. Das machen wir auch gleich. Wir haben hier eine Heldeneinheit, die hat einen Hammer und die hätte einen Gambeson. Und jetzt auch eine Dustfeuerflasche. Das ist ein, ich glaube, einmal zu nutzender, ja, ist ein Verbrauchsobjekt. Es wird einmal benutzt und dann kommt das weg. Zudem haben wir hier die Biografie unseres Helden. Er kann einen Freund haben, er kann einen Seelenverwandten haben, er kann Feinde haben. Er hat gewisse Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit, er kriegt +2 auf Widerstandskraft und er ist ein Schwergewicht. Kriegt +2 Schaden pro Heldenstufe. Im Rat ist er ein Gerichtsmediziner. Minus 100% Dastunterhalt auf Fliegen. Was das alles bedeutet im Einzelnen, hier ist übrigens der Level Tree, wenn man das so nennen möchte. Was das alles im Einzelnen bedeutet, klären wir, wenn wir soweit sind. Als erstes müssen wir unsere Hauptstadt gründen. Und hier haben wir ganz, ganz viel Nahrung. Hier haben wir einen Mix aus allem. Jetzt haben wir dann 9, 6, 5. Das sind 14 und 20. Hier haben wir nur 19. Ich finde aber, das Gelände hier ist eigentlich nicht so gut. 11, 4, 5. 2 Nahrung mehr, dafür 2 Produktionen weniger. Ja, wir nehmen das jetzt mal, einfach um was zu nehmen. Und hier gründen wir jetzt unsere Hauptstadt und für die Nekrophagen besonders. Die können auch nur eine Stadt haben. Da wir nur eine Stadt haben können, würde ich sagen, wir bauen noch die Heiligkeit der Natur. Das ist, kann nur einmal pro Reich gebaut werden und gibt +4 Nahrung, +4 Industrie, +10 Dust, was Gold ist, +4 Forschung, +4 Einfluss. Ja, Einfluss ist Einfluss, damit macht man alle diplomatischen Sachen, damit kauft man aber auch neue Geländefelder für seine Stadt und macht noch viele, viele andere lustige Dinge. Das bauen wir jetzt einfach mal in unsere Hauptstadt rein. Dann haben wir Forschung. Wir starten mit Einzäunung und mit Plünderung bereits erforscht. Und ja, wir wollen eventuell den korrosiven Speichel. Der gibt uns die Fähigkeit Land verschlingen. Und plus eine Leiche. Das sind Dinge speziell für unsere Fraktion. Zu denen kommen wir, wenn wir soweit sind. Hier haben wir übrigens eine Nebenfraktion entdeckt. Naja, wenn wir jetzt ein normales Volk wären, würden wir sagen, oh, wir verhandeln jetzt mit denen und dann kriegen wir Boni und können die langsam assimilieren etc. pp. Ja, ist schön und gut. Wir sind aber die Nekrophagen-Fraktion und naja, ihr werdet gleich sehen, was wir mit denen machen. Wir werden die nämlich ein bisschen anknuspern. Das heißt allerdings nur, wenn wir da überhaupt rankommen.
Hier ist noch eine Einheit, die ich nicht anvisieren kann. Jetzt frage ich mich, die können nicht fliegen, ne? Das heißt, die kommen da gar nicht rüber. Das macht die Sache ein bisschen blöd. Wir schließen uns da mal zusammen. Und die sind besser als wir, weil diese Larven nicht helfen können. Das heißt, wir müssen erstmal einen Weg finden, hier rüber zu kommen. Wir kriegen hier eine Quest. Schöne neue Welt. Jahrtausendlang war der Schwarm an den Tiefen von Sayada gebunden und fristete ein erbärmliches Dasein in der Dunkelheit. Vorstöße auf die Inseln führten zu wilden Kämpfen und zum Tod. Die Bronzeplatten, die für Schwarmverhältnisse noch Jungtiere sind, waren die schlimmsten. Kampferprobt, ohne Gnade, manchmal stiegen sie sogar hinab und wagten sich in den äußersten Bereich des Nests. Im Schwarm endet sich nur noch die Großmatriarchin an Zaida ohne seine Meere. Endlose Wüsten, gewaltige Bauwerke, leichte Beute. Mehr als alles andere sehnt sich nach der Rückkehr dieser Tage. Wir haben hier Primus Pirscher aus der Ferne, das ist der Anführer der Nekrophagen, also unser Held, unser Avatar. Und schenkt uns Leben ist der Name unserer Großmatriarchin. Ich spüre, wie sich diese Welt verändert, Primus, der Schwarm auch. Er ist ruhelos. Stürme, fallende Sterne. Was bedeutet das? Es bedeutet nichts, wenn wir uns nicht vorbereiten. Wollt ihr, dass der Schwarm weitere 1000 Jahre in der Dunkelheit verrottet? Was erwartet von mir, Primus? Ich will eure Führung nicht in Frage stellen. Es ist nur, wir wissen nicht, was kommt. Unsere Zeit kommt. Wir müssen bereit sein, zuzuschlagen. Erdhöhlen? Ja, Erdhöhlen. Wir können Erdhöhlen bauen. Was bringen Erdhöhlen? Das sind sozusagen vorgelagerte Außenposten. Wir müssen hier tatsächlich einmal ganz rumlaufen. Das ist suboptimal. Ja, wir haben die Forschung abgeschlossen. Jetzt erforschen wir mal, keine Ahnung, Werkstätte, damit wir Bezirke freischalten können. Bezirke sind Gebäude, die wir auf unseren Hexfeldern bauen können. Hier wäre zum Beispiel 2 Industrie. Da würde ich gerne eine Werkanlage bauen. Die erforschen wir gerade. Wir könnten, hier ist zum Beispiel 3 Nahrung. Das ist ganz schön ordentlich. Da könnten wir mal eine Farm drauf platzieren. Aber wir bauen ja gerade noch unser Weltwunder-Ding. Hier sind noch, das ist eine Anomalie, die bringt extra viel Nahrung. Das ist auch eine Anomalie, so heißt das Wort. Hier gibt viel Produktion. Ja, hier eine Erdhöhle bauen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir gerade kein Geld mehr, um weitere Erdhöhlen zu produzieren. Sieht, kostet 70 Dust. Dust ist quasi sozusagen Gold. Ja, ihr skippt mal einen Turn. Wir wollen mal die Larven dabei haben. Okay, wir kommen jetzt, die greifen uns an. Wir kommen zur Schlacht. Wie funktioniert das? Ja. Der Angreifer darf sich in Stellung bringen und dann geht der Kampf auch los. Wir haben keine Fernkampfeinheiten. Aber zum Beispiel gibt es verschiedene Kampfvorteile wie Wälder, wie erhöhte Positionen. Hier machen wir 18 bis 29 Schaden. Auch nicht so wenig, sage ich mal. Wir wollen aber mal warten, bis die Gegner uns angreifen. So, er kriegt jetzt 18 Schaden. Das ist natürlich nicht schön, aber nicht schlimm. Wir sehen, die Gegner heilen sich, wenn sie Schaden machen. Das heißt, wir wollen vielleicht nach Möglichkeit einzelne Stacks umbringen. Dafür ist unser Aufsteigen natürlich nicht optimal. Ach, dafür muss sie runterlaufen. Auch nicht so optimal. Okay, die regenerieren. Ihr seht schon, es gibt keinen Vergeltungsangriff. Der kriegt plus 5 Rüstung wegen der Walddeckung. Aber wir haben die Fähigkeit unaufhörlicher Hunger, was die Rüstung der Gegner reduziert.
Ah, der lebt dann immer noch. Ah, unsere Larve lebt immerhin auch noch. Auch schon viel wert. So. Ihr seht, wir haben eine obere Position, das bringt nochmal plus 15% Schaden. Wir haben eine Basis-Crit-Chance von 15% und der Gegner ist gejagt. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht kaputt, ne? Nee. Jetzt fliegen wir hier rüber, damit der hier nicht hinlaufen kann, um die Larve anzugreifen und zu vernichten. Oder die angreifen. Aber dass die sich hier alle den ganzen Tag heilen, ist natürlich störend. Aber wir haben einen Kampf gewonnen, das heißt, wir kriegen 85 Dust als Beute, wir kriegen 8 Leichen, wir kriegen eine Larve und wir kriegen ein Item. Diese zusätzliche Larve nutzen wir mal, wobei wir benutzen die, um dagegen zu kämpfen. So, wir haben das Handwerk erforscht. Jetzt sollten wir noch also Technologie, dass wir Technologiedinger bauen können, Bezirke bauen können. Wir können hier das Land abpressen. Wenn sich vielleicht da unsere Armee erstmal heilt. Wir haben das Wunder fertig gebaut. Wir können übrigens, das kostet auch Einfluss, wir können diese Außenposten zu einer Stadt hinzufügen. In diesem Fall zu unserer Hauptstadt. Ne, stimmt gar nicht. Das erste war zum Nest ausbauen. Jetzt ist das ein richtiger Außenposten. Da kann man auch... hier können dann Landeinheiten gebaut werden. Die eine Fähigkeit der Fraktion ist, dass sie von hier mit Tunneln alle diese Erdhügel sozusagen verbunden sind. Das heißt, wir können dann von hier nach da hinlaufen. Und jetzt wollen wir das Ganze noch einer Stadt anschließen. Das hat den Vorteil, dass die ganzen Felder, die dieser Vorposten hier generiert, auf die Stadt aufgeschlagen werden. Das heißt, die Stadt kriegt die ganzen Boni hier. Was bei 6 Produktion zum Beispiel ganz schön toll ist. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Hier ist, was bist denn du? Ein Observatorium. So, wir fressen hier langsam das Land auf. Ja, jetzt haben wir Kurator Beji Meng kennengelernt. Das ist eine KI-Fraktion. Wir werden jetzt aber erstmal diesen Außenposten hier vernichten. Das werden wir natürlich manuell machen, weil alles andere ist langweilig. Wir sind Angreifer, wir können uns hier bewegen. Und wir bewegen uns als allererstes mal ins erhöhte Gebiet, weil das Bonusschaden bringt, wie wir ja gerade schon gesehen haben. Die kriegen Walddeckung, das ist natürlich auch nicht so schön, aber nicht zu ändern. Wir bleiben bei unserer Defensivhaltung. Wir machen hier den Schaden. Okay, der ist noch nicht besiegt, aber dann muss die Larve halt dahin gehen und den besiegen. Okay, die laufen weg. Wenn die weglaufen, kriegen wir einen Attack of Opportunity. Wie bei, keine Ahnung, Dungeons and Dragons oder sowas. Ich gehe davon aus, wenn der dahin läuft, dass wir dann wieder Attacks kriegen. Weiß es aber auch nicht. Ne, kriegen wir tatsächlich nicht. Das heißt, der tötet die Larve. Dafür töten wir jetzt ihn. Ist nämlich an gerechtfertigt. Wir kriegen mal wieder eine Feuerflasche und ein Zaubergötzenbild. Keine Ahnung, was das genau ist. Und Gold und Nahrung. Und wir haben natürlich hier auch noch eine Larve gewonnen. Du kannst aufhören, das Land zu essen und machst mal
Automatische Erkundung. So, jetzt haben wir zum einen ein Level-Up auf unserem Helden. So, der kann jetzt eine dieser Fähigkeiten lernen oder wir erhöhen seine Eigenschaftswerte, die unterschiedliche Dinge bringen. Also ich meine, unterschiedliche Auswirkungen auf Fähigkeiten haben. Beispielsweise hier, rastloser Räuber gewährt bei gewonnenen Kampf plus 20 Nahrung. Das ist gar nicht schlecht. Und er verdient zusätzlich 5 Nahrung pro Intuition, das heißt pro diesem Wert, und plus 3 Nahrung pro Widerstandskraft. Das ist in Ordnung. Heimtückischer Räuber eliminiert die analysierte Einheit, stellt besonders wieder her. Damit können wir freundliche Einheiten essen, um uns zu heilen. Dienstpflicht gibt Erfahrungspunkte. Verleiht Nicht-Heldeneinheiten der Armee 10% mehr Erfahrung und plus 3% pro Intuition, die wir nicht haben. Natur der Bestie gibt Max Gesundheit und 3 zusätzliche pro Widerstandskraft. Das wäre schon wieder gar nicht so schlecht bei 2 Widerstandskraft. Todesstoß ignoriert die Abwehr der anvisierten Einheit, wenn sie beschädigt ist, fügt 40 Schaden zu und extra Schaden für Entschlossenheit und Macht. Und wenn die anvisierte Einheit eliminiert wird, kann der Held wieder aktiviert werden. Das heißt, wir können damit einen zweiten Angriff machen. Das nehmen wir wahrscheinlich. Wir haben noch Ansturm. Bei Einsatz der aktiven Fähigkeit auf eine leere Kachel teleportieren wir dahin und wir fügen angrenzenden Feinden 30 Schaden zu und extra Schaden für Macht und Entschlossenheit. Und wir haben hier unten körperliches Training, 5 Schaden, flat, wie man so schön sagt, und plus 1 Schaden pro, egal welches Attributpunkt. Ja, wir nehmen als erstes jetzt Todesstoß. Das klingt schon ganz nett. Können wir vielleicht im Idealfall zweimal angreifen. Aber ihr seht, unsere Larven können upgegradet werden. Und dann haben sie 3 Spezialisierungsmöglichkeiten. Die Nekrodrohne, die wir hier auch schon haben. Ein Spucker, das ist eine Fernkampfeinheit. Oder den Schlinger. Das ist, was ist da eigentlich? Das ist so ein Einzelkämpfer quasi, also Opportunist beim Angriff auf eine Einheit, die nicht an eine Einheit ihrer Armee angrenzt, kriegt da extra Schaden. Aber wir nehmen als erstes mal die Fernkampfeinheit. Ihr seht, das hat jetzt zum Beispiel diese Leichen gekostet. Die kriegen wir überraschenderweise, wenn wir kämpfen. Brücken. Wir brauchen hier eine Brücke drüber. So, was haben wir noch? Wir haben jetzt dieses Lager zerstört. Da können jetzt keine Truppen mehr spawnen. Wir können das Lager jetzt auch wieder aufbauen. Dann ist diese Siedlung unter unserer Kontrolle. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Ich glaube, dass wir dann auch oder so als Nicht-Nekrophagen, sage ich mal, Bevölkerung kriegen können von denen. Das Volk liebt uns und lässt sich leichter assimilieren etc. pp. Als Nekrophagen wollen wir aber eigentlich nur Mord und Totschlag. Deswegen sieht uns das alles nur so am Rande, sag ich mal. Wir können mal hier hingehen. Dann können wir nämlich unterirdisch in unsere Hauptstadt laufen und dann schauen wir mal, was der Gegner da so macht für lustige Dinge. Das ist, glaube ich, Brückenbau, ne? Schlusssteine, schaltet Bezirk frei Brücke. Das ist doch was. Wobei, wenn wir einfach mal hier lang laufen, brauchen wir keine Brücke bauen. Dann das kann der Gegner hier auch nicht rüber. Gar nicht mal schlecht als Überlegung jetzt, oder? Wir werden jetzt hier erstmal eine Werkanlage bauen. Was bringt die eigentlich genau? Stufenanstieg werden von 4 Bezirken umgeben. Das ist wie bei Humankind. Je mehr man drumherum baut, desto stärker werden die einzelnen Bezirke. Und es gibt plus 2 Industrie und plus 1 Industrie auf Kacheln, die bereits Industrie produziert. Und plus 1 Industrie, wenn ein Berg anschließt. Und plus 1 Industrie pro gemeinschaftliche Wohnräume. Das ist dieses Gebäude hier, die geben extra Bevölkerung, aber unsere Fraktion hat schon extra Bevölkerung in der Stadt, weil wir eben nur eine Stadt haben können. Um den Malus ein bisschen auszugleichen, ist das schon so, dass wir relativ viel Bevölkerung in unseren einzelnen Städten haben können. Hier gibt es ganz schön viele verschiedene Sachen. Es gibt gibt 2 Forschung, wegen dieses Kraters hier, plus 5 Stabilität.
Das heißt, wir wollen hier auf jeden Fall ein Nest haben. Forschung ist immer gut und so ein Einschlagkrater, der auch noch Loyalität gibt, ist natürlich sehr, sehr gut. Könnte den jetzt angreifen. Das machen wir einfach mal. Wir erklären dem jetzt mal den Krieg und können dann dieses Orbital, was er gebaut hat, verzehren. Da fressen wir die Bevölkerung, die da eventuell wohnt, etc. Und wir haben unsere Mission erfüllt, weil wir 2 Erdhöhlen gebaut haben. Der Schwarm hält das Land fest im Griff und ist bereit, aus der Tiefe aufzutauchen. Neue Tunnel durchziehen die Erde und verbinden das Nest mit neuem Terrain. Doch ein altbekannter Feind lauert. Wir haben den alten Feind gesichtet, jene mit glänzenden Bronzeplatten. Sie müssen ausgerottet werden. Wir hatten gut zu essen in den letzten Tagen, jede Menge totes Fleisch. Und jetzt bekommen wir frisches Fleisch. Frisches Fleisch? Die mit den Bronzeplatten wandeln durch diese Länder. Unsere Länder. Wir müssen sterben. Vernichtet Bronzeplatten. Dafür kriegen wir eine Rüstung. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was oder wer diese Bronzeplatten sind. Ich hätte jetzt behauptet, die wären das, aber das stimmt wohl nicht. Das sind die Bronzeplatten. Na guck. Wir müssen hier jemanden upgraden und ich würde sagen, wir nehmen einen Schlinger, damit wir alles mal haben. Ihr seht auch, die können wir noch weiter upgraden. Na. Ein bisschen fummelig hier, muss ich sagen. Wir gehen mal dahin, um den jetzt umbringen zu können. Bau diese Erdhöhle in ein Nest um, wobei Armeen weiterhin unterirdisch reisen können. Dadurch wird das Territorium für dich beansprucht und kann an die Hauptstadt angeschlossen werden. Ja, nur beim Nest können Bezirke gebaut werden und Dörfer wieder aufgebaut werden. Das heißt, wir machen das mal zu einem Nest und schließen das Ganze dann auch an unsere Hauptstadt an. Du machst eigentlich mal nix. So, ist unsere Armee da. Jetzt werden wir die Feinde hier versuchen zu vernichten. Ich will den Kampf hier sehen. Die haben eine Reichweite von 3, wie wir sehen können. Die haben aber auch Bogenschützen dabei. Hatte ich die eigentlich upgegradet? Achso, das sind die aufgewerteten. Das sind die Schlinger. So, kannst da noch hinschießen. Die sollen in der Deckung stehen, weil die extra Schaden kriegen, weil der auf erhöhtem Terrain ist. Aber die sollten zuerst angreifen, damit der Ding diesen Gejagt-Status auf sich hat. Und ihr könnt mal nach da gehen. Und verteidigt euch. Okay, der läuft hier einmal rum, um an unsere Fernkampfeinheit zu kommen. Und der schießt auch nochmal drauf. So, jetzt bist du dran. Und zwar nehmen wir hier die Todesstoßfähigkeit. Todesstoßen den. So, und jetzt hat er keine Bewegungspunkte mehr, um dahin zu kommen. Na gut, dann erschießt ihn einfach. Sieg, wir konnten uns diese Weichbäuche all die Jahre schlagen, weil wir schwach waren. Doch jetzt unter eurer Führung sind wir stark. Das sind wir doch. Wir müssen noch stärker werden und das werden wir. Jetzt stehen wir sogar die Schätze der Weichbäuche und nutzen sie zu unserem Vorteil. Okay. Wir sollen unsere eigenen Schwächen stärken und wir sollen 2 Schlinger-Spezialisierungen durchführen. Was sind die Schlinger?
Das sind schon mal Schlinger Nummer 1. Ja, wir haben gewonnen. Schlinger Nummer 2. Ich möchte, dass du gerne wieder in die Hauptstadt zurückkehrst. Und unsere Hauptstadt, die muss hier weiter bauen. Langschwanzaffen, da kann man nichts drauf bauen. Das sind halt Langschwanzaffen. Damit kann man nur leben. Ja, hier ist natürlich viel Wald. Große Anomalien gibt es nicht mehr. Doch hier ist noch eine Flussquelle, die gibt ordentlich Nahrung. Da würde ich mal sagen, wir kaufen diese Kachel. Wir haben eine Großtat vollbracht. Wir sind die erste Stadt mit 20 Fundamenten. Das gibt plus 3 Bevölkerungsplatz. Können wir maximal 20 Einheiten in unserer Hauptstadt haben. Das ist schon nicht schlecht. So, ich will immer noch... So, ist Linksklick, ne? Nummerchen. Ah, Linksklick. Okay, wir können jetzt Brücken und Dämme bauen. Der Krieg strapaziert unser Imperium, Primus. Die Nekrophagen müssen verstehen, dass Opfer gebracht werden müssen. Dann sollen sie Opfer bringen. Mehr Essen, dafür weniger Zustimmung. Gold, dafür weniger Forschung. Oder Produktion, dafür verlieren wir Abwehr. Und wir nehmen die Zusatzschichten für alle. Für die meisten Nekrophären wird es eine Ehre sein, unsere Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Aber ich rechne mit einer verschlechterten Qualität unserer Arbeit. Rüstung, Schilde, Panzer, neue Soldaten werden verwundbarer sein, wenn sie das Schlachtfeld betreten. Wir finden übrigens nebenbei bemerkt ständig irgendwelche Kuriositäten, dadurch, dass wir alles Mögliche automatisch erkunden. Und dadurch verbessern wir die Belohnung von Kuriositäten, deswegen habe ich das erforscht. Ja, wir nehmen zivile Ordnung, es gibt plus 12 Zustimmung auf die Hauptstadt. Ich glaube, das ist gut. Wir haben hier noch eine Bevölkerung. Apropos Bevölkerung, das kann ich auch noch mal zeigen. Wir können die wie in Civ oder anderen Spielen einzelnen Tätigkeiten zuordnen. Das sind jetzt Bürger, die bringen uns Nahrung und Geld. Wir können sie auch zu Handwerkern machen. Die bringen uns Produktion und Geld. Das kostet immer Loyalität. Bei wenig Stadtloyalität ist das immer eher schlecht. Wir können auch Schreiber nehmen, die geben uns Geld, Forschung und Einfluss. Und das würde ich, glaube ich, jetzt gerade mal machen, weil wir 31 Nahrung kriegen. Kann man sehen, wie schnell eine neue Bevölkerung kommt. Naja, vielleicht nächste Runde, wenn das hier weg ist. Nicht so richtig. Ich kann es gerade zumindest nicht. Wir haben einen Nahrungsvorrat von 100. Das ist schon mal gut. Wenn die Nahrung mehr Stadt verbraucht, als sie produziert, wird dieser Vorrat aufgebraucht. Wenn kein Vorrat mehr vorhanden ist, leidet die Stadt an Hungersnot. Überbevölkerung ist die übliche Ursache für Hungersnot. Jada, jada, jada. Haben wir nicht. Wir haben 1 von 1 möglichen Dörfern befriedet in unserem Umkreis. Wir haben 3 Gebiete. Wir haben keine Verarmten. Wir haben 2 Schreiber und so weiter. Das haben wir ja gerade eingestellt. Das ist, was wir generieren. Wir können Bevölkerung erschaffen gegen Leichen. Deswegen wollen wir immer schön viele Leichen haben. So, und jetzt müssen wir noch irgendwas bauen. So. Forschung haben wir nicht. Wir haben hier noch Geld. Aber dann lass uns doch hier erstmal... Das können wir uns auch noch nicht. Ja, dann lass uns doch hier einfach Industrieding bauen. Ist schon in Ordnung, würde ich sagen. Wobei wir auch in den anderen Bereichen hier technisch gesehen auch bauen können. Ne? Wir können auch hier was bauen oder hier. Das machen wir jetzt gerade erstmal nicht. Stattdessen ziehen wir mit unserer Armee weiter.
können diese Stadt angreifen, wir würden allerdings verlieren, wie man sieht. Wir haben 489 Stärke gegen 680. Das sollten wir also vielleicht einfach nicht tun. Wir können hier nochmal den Bezirk der Festung holen. Wir würden gerne hier so ein Häuschen bauen. Ah, hier werden wir angegriffen. Da ziehen wir uns zurück. Aber wir haben schon mal die gegnerische Armee gefunden. Das ist ja auch gut. Ja, ich habe mich aus dem Kampf zurückgezogen. Das ist korrekt. Kann man so sagen. Und jetzt kommt ein Spezial in diesem Spiel. Ich lasse das Video mal laufen. Es regnet, aber das heißt nicht nur, dass wir nass werden. Die Meeresspiegel steigen und sinken dann ab und werden dann neue Territorien freischalten. Das nennt sich die Monsunzeit. Das hat auf verschiedene Völker verschiedene Auswirkungen. Bei uns ist der Monsun meines Wissens nach momentan noch relativ egal. Aber es sind jetzt überall diese kleinen Levitationen hier und die bringen extra Geld. Oh, grimmiger Wald. Wenn sich eure Truppen ihren Weg durch den Wald bahnen, stoßen sie auf eine Lichtung voller frisch gefällter Bäume und toter Schwarzhammerkrieger. Der Feind, der sie getötet hat, ist verschwunden. Es gibt keinen unmittelbaren Hinweis darauf, was passiert ist. Sich anschicken, weiterzugehen, taucht eine einsame Gestalt auf. Mörder, was habt ihr getan? Das war ein friedlicher Holzfäller. Selbst für eure, das ist eine unvorstellbare Gräueltat. Meine Soldaten haben kein Blut an ihren Waffen. Es gibt keine Verwundeten. Unterlasst diese idiotischen Anschuldigungen. Meine Truppen hungern und ihr seid allein. Seht euch ihre Wunden an. Sie wurden mit großen, stumpfen Waffen geschlagen, nicht mit scharfen Kanten. Wir sollen hier ein paar Mal den Wald roden. In Ruribad, das ist hier. So, wir haben den Rat entsperrt. Da können wir jetzt lustig Leute hinzufügen. Nehmen wir mal plus 5 Wissenschaft auf Verbesserung und minus 75 Industriekosten auf Verbesserung für Wissenschaft. Und wir haben noch einen leeren Ratsitz. Schützt die Schwachen, minus 4 Industriekosten auf Verbesserung. Das ist jetzt unser Rat. Und guter Rat ist bekanntlich teuer. Haha. Ich habe ein altes Schlachtfeld gefunden und da Leichen aufgespürt. Wir werden hier gegen diese Omagisitsuli jetzt Krieg führen. Das sind allerdings auch 4 Truppen. Das ist schon ganz schön viel. Viel, kann man sagen. Hier geht mal in diese Wälder rein. Hier geht auch mal in diese Wälder rein. Hatte ich nicht einen Schützen? Oder ist der gestorben? Eigentlich nicht, oder? Ach, da. Ah, ich habe ihn nicht bewegt. Okay, das sind auch alles Fernkämpfer, ja? In einer Runde eine Larve töten. Das ist denkbar schlecht. Wie viele Lebenspunkte das Vieh noch hat. Ich das irgendwo sehen? 39 hat es noch. Das heißt, wenn ich hier runter gehe, einen Todesstoß gebe, kann ich den immer noch angreifen. Und mach sogar noch einen kritischen Treffer. Das ist ja auch nicht schlecht. Oh, die sind stark gegen fliegende Einheiten. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Okay, das ist ein sehr, sehr teurer Kampf.
Das wird ein teurer Kampf. Die aufgemümmelt. Oh, wenn er die jetzt auch noch tötet, ne? Das wäre blöd. Ah. Super, ganze Armee ist tot. Hey, warum greifst du da nicht an? Ja, das war gar nicht so doll. Vor allem, weil wir nur eine Larve dafür kriegen. Dafür gibt es hier 11 Wissenschaft. Kann man auch mal machen. Nicht Wald verschlingen, nicht das, nicht das. Du sollst den Wald roden. Sie haben die Oberhand, sie wollen weißen Frieden, das nehmen wir jetzt mal an. Weil gerade meine Armee gestorben ist, sonst hätte ich das natürlich nicht gemacht, aber... Eine tote Armee hilft mir auch nicht weiter. Das sind 7 Nahrung, das ist schon mal nicht schlecht. Wir könnten hier... eine Brücke bauen. Baut einfach mal eine Brücke. Haben wir hier dann alles noch so für Sachen? Hier Nahrung anbauen, wobei wir echt viel Nahrung haben. Wissenschaft ist das, was uns fehlt. Dafür bauen wir ja gerade das Ding hier eigentlich. Und auch uneigentlich. Bitte hier gern. Achso, wir brauchen Schlinger, ne? Unser Verwundbasten ist jetzt stark. Wir müssen aber das noch etwas anderes. 2 Weichbäuche und 2 Weichbäuche, die ohne Waffen zu uns kamen. Ohne Böswilligkeit. Eine Frau und ein Mädchen von den Bronzeplatten. Leichte Beute. Sie atmen noch. Sie stammen von unserem Feind und atmen noch. Wir werden Ihnen Audienz, Primus. Die Frau behauptet Dinge zu wissen, die für uns von Interesse sind. Und sie sagt, sie habe keine Liebe mehr für ihr Volk. Das geht gegen unsere Natur. Wann brauchte der Schwarm je andere? Niemals, weil wir leben in seltsamen Zeiten. So sei es, aber ich werde diese Worte nicht vergessen. Ich werde nichts vergessen. Die beiden Bronzeplatten werden in das Herz des Nests geführt und vor den Primus gebracht. Sie sehen nicht aus wie ihre Kriegsbrüder und tragen kaum eine Platte, weder aus Bronze noch aus etwas anderem. In ihren Augen tanzt die Angst. Die Ältere fixiert den Primus mit einem Blick, der ebenso viel Trotz wie Angst ausdrückt. Alt in Wette gäbt, aber zäh. Das Mädchen dagegen sieht kränklich aus. Ihr seid sehr mutig oder sehr dumm, hierher zu kommen. Wir sind keins von beiden, oder vielleicht beides, aber nichtsdestotrotz brauchen wir die Hilfe der Nekrophagen. Bronzeplatten, die den Schwarm um Hilfe bitten. Die Welt ist verrückt geworden. Verrückt oder nicht, wir brauchen eure Hilfe. Und ihr braucht unsere. Der Schwarm braucht die Hilfe von niemandem. Nicht? Dann wisst ihr bereits von dem bevorstehenden Angriff auf euer Nest? Was? Wer wagt es, den Schwarm anzugreifen? Helft uns, dann erzähle ich es euch. Wer seid ihr? Mein Name ist Tanja Udorov und das ist meine Tochter Nadia. Tanja Udorov sagt mir, warum sollte ich einer Bronzeplatte trauen? Ich bin keine Bronzeplatte, nicht mehr. Aber ich erwarte nicht, dass ihr mir einfach so glaubt. Ihr werdet sehen, dass ich die Wahrheit spreche. Haben wir eine Abmachung? Seid euch bewusst, Tanja Udorov, wenn ihr den Schwarm hintergeht, werdet ihr und euer Junges sterben. Langsam und schmerzvoll. Und jetzt sagt mir, wer wagt es, das Nest anzugreifen? Die Xavius, sie hacken in diesem Moment ihren Plan aus. Was werdet ihr tun? Erforscht die Technologie Messerkiefer. Okay. Das können wir versuchen. Tja. Ich will jetzt auch nicht neue... Wir können hier natürlich noch einen Schrein des Reisenden bauen. Der erhöht unsere Zustimmung. Und wir haben eine neue Epoche. Das erkläre ich noch und dann leveln wir hier kurz ab. Ich würde ihm jetzt eigentlich gerne... Obwohl, er macht auch viel Schaden, ne? Schaden pro Entschlossenheit. Wir sind nicht so besonders entschlossen. Wir können nochmal die Erfahrungspunkte upgraden. Dann haben wir doch Ausrüstung, oder? Den Umhang der alten Zunge. Plus 2 Widerstandskraft, plus ein
Intuition und 60 Gesundheit und 12 Verteidigung. Das heißt, wir haben jetzt 4 Widerstand und 1 Intuition. Das würde hier schon 10 Schaden geben. Das ist eigentlich gar nicht mal so wenig. Das ist ein Zaubergötzen-Ding, das kann ich nicht benutzen leider. Gut. Ja, ihr seid fertig. Wir können jetzt übrigens mehr Einheiten mitbringen, weil wir gerade eine Epoche aufgestiegen sind. Du kannst hier mal irgendwas bauen vielleicht. Oh. Dauert noch eine ganze Weile, bis wir hier irgendwas upgraden können. Oh, wir haben keine Handelsposten. Gut, dann baut er halt weiter Nahrung aus. So, wir können noch einen neuen Helden nehmen. Wir haben einen Krieger. Hätte ich gerne noch einen Schützen, ne? Oder? Ein Verteidiger. Wir nehmen mal einen Schützen. Wir rekrutieren jetzt unter den Toten. Unter den Toten ist auch ein Level Up. Rudelführer bei Angefeuertheit mit beschädigt. Wird markiert auf angrenzende feindliche Einheiten an. Im Sammeln einer Kuriosität plus 2 Bewegungspunkte für alle Einheiten. Gibt plus 5 Schaden für Nicht-Helden-Fernkampfeinheiten der Armee. Das ist doch nicht schlecht. Genesungsschuss. Stellt 30 Gesundheit für die anvisierte Einheit wieder her. Mehr Leben, mehr XP. Ich würde mal sagen, du gradest die Schützen ab. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, du kannst nämlich einen Freund haben. Und zwar unseren Helden. Wenn die zusammenkämpfen, haben sie erhöhten Schaden. Problem ist echt, dass ich nicht genug von den Viechern habe. Unseren Larven. Ja, achso, genau. Wir haben das nächste Zeitalter erreicht. Wenn man eine gewisse Anzahl an Forschungspunkten hat, dann kann man in die nächste Epoche, zwar Jahr 1 des Überlebens, das ist jetzt 2 Jahre der Mühsal, dann kommt Jahre der Erfindung etc. Wir brauchen 8 Forschungspunkte. Hier können wir dann zum Beispiel neue Einheitenspezialisierungen freischalten. Aber das alles beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, ein Abo, einen Kommentar, wenn ihr mehr von den Nekrophagen sehen wollt, von unserer Insektenarmee. Lasst es mich gern wissen. Und ja, bis dahin, ciao. Ciao.